Außenkontrolle durchgeführt. Sichtkontrolle Benzinvorrat, linker und rechter Tank durchgeführt. Ölstandskontrolle durchgeführt. Rangiergabel ist entfernt. Beladeplan eingehalten. Mindestzuladung eingehalten. Gepäck gesichert. Bordbuch und Papiere an Bord. Pedale eingestellt. Gurte sind angelegt, die Zündung ist aus. Der Höhenmesser auf QNH. Die elektrischen Verbraucher sind alle aus. Die Sicherungen sind geprüft. Rettungssystem ist entsichert. Ruder leichtgängig. Klappen leichtgängig. Tankwahlschalter, linker Tank, ELT auf Auto. Haube geschlossen und verriegelt. Bremse setzen, Maximalstellung. Hauptschalter ein. Kraftstoffpumpe ein. Benzindruck kommt. Geprüft. Kraftstoffpumpe-Anzeige grün. Benzinvorrat rechter und linker Tank geprüft. Tankanzeige Test beide rot. Netz ist grün. Stroh an. Vergaservorwärmung ist aus. Betriebsstundenzähler prüfen. 296,7. Der Motor ist noch warm. Gas, eine Umdrehung. Propellerraum frei. Motor starten. Ladekontrolllampe aus. Öldruck. Grüner Bereich. Kraftstoffdruck. Ist auch okay. Avionik an. TRX 2000 an. Transponder an. Funk an. GPS an. Gyro an. Kraftstoffpumpe aus. Gut, dann Funkkontakt in der Flugleitung aufnehmen. Worms-Info, Delta Mike, Tango, November Romeo. Mike Tango, November Romeo, Worms-Info. Delta Mike, Tango, November Romeo, eine Person, Platzrunden, bitte Rollinformation. November Romeo, rollen Sie zum Rollhalt Piste 24. Rollhalt Piste 24, Delta November Romeo. Gut, dann Bremsen lösen. Worms-Info, die Delta Mike Romeo, Mike Hotel. Mike Romeo, Mike Hotel, Worms-Info. Während dem Rollen Kompass checken. Delta Echo Hotel, Hotel ist abflugbereit. Bremse checken. India X-Ray macht Abschluss. Delta India X. Das ist das TCAS, was man da hört. So, während dem Rollen an die Notfallverfahren erinnern. Wir rollen auf und geben Vollgas. Schauen, dass die Drehzahl steht und die Fahrt zunimmt. Sollte der Motor ausfallen, während wir noch am Boden sind, bremsen und zügig die Piste verlassen. Haben wir abgehoben, sehen aber die Piste noch, Nase senken, landen, Piste zügig verlassen. Haben wir abgehoben, sehen die Piste nicht mehr, haben die Sicherheitshöhe, hier in diesem Fall 800 Fuß, noch nicht erreicht. Geradeaus, maximal 30 Grad, links oder rechts,
eine Notlandung durchführen. Wenn die Sicherheitshöhe erreicht, können wir je nach Wind und Windstärke eine Umkehrkurve versuchen. Am Rollhalt. Checkliste. Parkbremse gesetzt. Gas. 3.000 bis 4.000 Umdrehungen. Bindung prüfen. Rechter Magnet. Drehzahlabfall. Linker Magnet. Drehzahlabfall. Beide. Gas wieder raus. Die Gasaufwärmung noch. Vergasaufwärmung. Auch hier ein kleiner Drehzahlabfall feststellbar. Okay. Gut, Take-Off-Briefing. Wir machen Platzrunden. Zylinderkopftemperatur ist okay. Kraftstoffdruck. Kraftstoffdruck ist hier, der ist in Ordnung. Öldruck ist auch in Ordnung. Öltemperatur ist in Ordnung. Benzinvorrat ist in Ordnung. Trimmung auf neutral. Info von der Delta Mike Bravo in November. Gasaufwärmung ist aus. Landeklappenstellung 1. Delta Mike Bravo in November bis Kohlmann und Bürsch, das Landungskurs hier. Delta India November. Bindung auf beide. Strobe ist an. Landescheinwerfer, die machen wir jetzt an. Kraftstoffpumpe an. Transponder auf Altitude. Okay. Delta November Romeo, abflugbereit, Rollhalt 2-4. November Romeo, der Wind 170 Grad, 12 Knoten. Heute auf den Start, der Delta November Romeo. Gut, 12 Knoten Seitenwind. Das ist auch für mich ein bisschen Übung. So, Piste 2.4, Kompass prüfen. Ja, das passt. Gut, dann kann es ja losgehen. Delta Mike Hotel, abflugbereit, Rollhalt bis zu 4. Der Mike Romeo, Mike Hotel, der Wind 170 Grad, 12 Knoten. Delta Mike Hotel, rollt auf bis zu 4. So, 2-4 einhalten. Schauen, dass die Fahrt passt zum Steigen. Sicherheitshöhe haben wir erreicht, Kraftstoffpumpe aus. Landescheinwerfer aus. Jeder ist in Nummer, geht verlängert Endhalt zu 4. Und die Klappen Delta India November, Können wir der Wind einfahren? 170 Grad, 1,3 Knoten in Böen 1. und Platzrundenhöhe erreicht. Nase senken. Vario auf 0. Echo Hotel, Oscar Hotel im linken Querzug der Piste 2-4 zu Land. Und Gas raus. Delta Echo Hotel, Oscar Hotel, verstanden. Circa 4.200 Umdrehungen. So, Nase weiter runter. Nase weiter runter. Okay. Delta Nummer, die Maschine Querzug links in Sicht. So, jetzt die Maschine schon austrimmen. Eher ein bisschen wieder weiter ein bisschen runter. Westliches zuerst rein. Hier seid ihr rein. Fliegt die Delta Oscar Hotel als Nummer 1 in den Endteil. Der Oscar Hotel, verstanden, So, der Wind 1300 Fuß 1,6 erreicht. Grad, Hier bleiben wir jetzt. 9 Knoten, Böen 1,6. Delta November Romeo, dreht ein, Gegenanflug 2-4. So, Reiseflug.
Return der Wind 224. So, ist schon ein bisschen Wind hier. Kraftstofppumpe ist aus, Landeklappen sind Stellung 0. Landeschere ist aus und Temperatur überwachen. Okay. Jetzt müssen wir noch ein bisschen mit dem Wind noch kämpfen. So, Position und jetzt die Landekonfiguration. Pumpe, Licht, Vergaservorwärmung, Gas unter 3000 Umdrehungen, Klappengeschwindigkeit haben wir, Klappenstufe 1 und Gas wieder zugeben, Höhe halten. Der November Romeo dreht ein, Queranflug 24. Der November Romeo. So, jetzt Geschwindigkeit reduzieren, Höhe reduzieren. Der November Romeo, Endanflug 24. So, das war ein bisschen übersteuert, da müssen wir wieder ein bisschen vorhalten. Der November Romeo, der Wind 170 Grad, 9 Knoten in Böen 1,6. Okay. Aus 170, da kommt jetzt fast entgegen. Von links. Naja, der kommt aus Süden, der Wind. So, wieder die Centerline einhalten. Klappenstufe 2. Vergaserverwandlung rein und Höhe abbauen. Klappen voll. Okay, die Landung war ein bisschen härter, dafür war sie schöner. Klappen wieder 1.
GPS aus, Avionik aus und Zündung aus und Hauptschalter aus. Rettungssystem sichern. Mal suchen, wo der Stift ist. Bordbuch trage ich gleich ein und den Staurerschutz trage ich auch auf.